Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder ein neues Video mit Laura und mir zusammen. Und heute kriegst du eine kleine Bildbeschreibung von uns. Laura hat ein Foto rausgesucht, über das wir gleich sprechen werden. Das heißt, du lernst in diesem Video zum einen, wie du Bilder auf Deutsch beschreibst, und zum anderen werden wir auch über das Thema des Bildes sprechen, und das wird Urlaub sein. Ich glaube, das ist ein Thema, über das wir alle gerne reden. Und deswegen würde ich auch direkt sagen, wir starten. Ja, genau. Let's go. Okay, erst noch 2 Hinweise. Der erste Hinweis ist, es gibt wieder ein PDF zu diesem Video. Der Link ist einfach unten in der Beschreibung. Klick da gerne drauf und hol's dir. Du findest da die wichtigsten Wörter und Ausdrücke aus diesem Video, sodass du einfach auch deine neuen Wörter gut lernen kannst. Und der zweite Hinweis ist, dass wir in diesem Video ganz normal sprechen, unsere authentische Geschwindigkeit in unserer Muttersprache. Das heißt, für dich ist dieses Video gedacht, um dein Hörverstehen zu trainieren. Du musst nicht alles verstehen, das ist absolut normal. Du kannst auch sehr gerne die Untertitel aktivieren, aber ich würde dir empfehlen, versuch's auf jeden Fall auch mal ohne. Du wirst sehen, dass du einen Großteil sicherlich schon sehr gut verstehen kannst. Lange Rede, kurzer Sinn. Starten wir? Okay. Ja, Okay. gut. Dann schauen wir uns jetzt als erstes mal dieses Bild an. Magst du einfach mal ganz grob erzählen, was siehst du auf dem Bild? Ja, okay. Also ich sehe auf dem Bild im Vordergrund eine Wiese. Eine Frau liegt oder sitzt auf dieser Wiese. Und im Hintergrund sehe ich eine Stadt, eine sehr berühmte Stadt. Mhm. Ich nehme an, dass das London ist. Ich sehe hier den Big Ben auf der rechten Seite. Außerdem sehe ich eine Straße. Ich sehe, glaube ich, auch ein paar Touristen Mhm. an dieser Straße stehen und einer von diesen berühmten Touribussen. Mhm. Diese Hop-on, Hop-off-Busse sind Ja, das, genau. glaube ich, oder? In Rot fährt auf dieser Straße. So ein Doppeldecker sagt man, Mhm. oder? Ich glaube, das ist sogar umgangssprachlich Doppeldecker oder so ein zweistöckiger Bus, wo Ja, es so viel Platz gibt für Touristen. genau, Genau. mit 2 Mhm. Etagen Ja, genau. sozusagen, Mhm. ja. Genau. Und ja, ich meine, die Frau hat sehr schöne lange Haare. Sie trägt einen blauen Blazer und eine schwarze Hose, oder ist Mhm. das eine Strumpfhose und ein Rock Ja, oder so, und braune Schuhe. Und sie hat noch eine blaue Tasche dabei. genau. Also ich denke mal, dass sie könnte auch eine Touristin sein in Mhm. der Stadt und macht eine kleine Stadtbesichtigung, eine kleine Sightseeing-Tour. Also Mhm. sie besucht wahrscheinlich die berühmten Sehenswürdigkeiten in London Mhm. und macht einen kleinen Städteurlaub. Ja, genau. Könnte ich mir auch vorstellen. Oder aber sie ist, eine Londonerin und wohnt dort und, schaut sich so 'n bisschen das Treiben an. Mhm. Schaut, was da passiert, was die Touristen machen, was so los ist in der Stadt. Genau. Und also das Wetter sieht natürlich hervorragend aus, ne? Man sieht den blauen Himmel. Deswegen denke ich mal, dass das vielleicht im Frühling Mhm. ist. Im Sommer dafür ist sie zu warm gekleidet, ne? Sie Ja. hat die Jacke an und die Hose. Also ich denke mal, dass es irgendwann im Frühling ist. Vielleicht so März, April oder so, bei schönem Wetter. Ja, das könnte doch sein. Okay. Lass uns doch mal über das Thema des Bilds sprechen, also Urlaub oder vielleicht zuerst konkret noch London. Warst du schon mal in London? Nee, ich war noch nie in London. Ne? Nee, du? Ich war mal in London. Ich Echt? habe mir da tatsächlich angeguckt, was war 'n das Musical oder ja doch, von, Michael Jackson. Wir Hey, waren wann da war und das? boah, das ist schon länger her. Das ist bestimmt schon 7, 8, 9 Jahre her. Okay, krass. Ich Schon kann mich gar länger. nicht mehr Ja. erinnern. Also 'ne richtig coole Stadt, muss ich echt sagen. Und, Mhm. ich war auch wirklich überrascht, wie groß es ist. Also, ich wusste ja, dass es groß ist, aber wenn man dann mal dort ist, für mich war das einfach riesig, Mhm. aber total schön. Ich habe nur leider den Big Ben, so wie er hier auf dem Foto ist, nicht gesehen, weil er im Gerüst war. Also, der Ah. wurde renoviert. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell schon wieder beendet ist. Ich hoffe, nach so langer Zeit. Mhm. Aber ist wirklich 'ne sehr, sehr schöne Stadt, muss Ja, ich sagen. okay, okay. Ja, also ich möchte da auch unbedingt mal hin. Ich Mhm. finde, man kennt London aus so Filmen oder auch Büchern oder sowas. Ich denke natürlich gerade als erstes an Sherlock Holmes Ja, genau. irgendwie. Und das ist ja schon auch, wenn man da was von der Stadt sieht, ist ja super schön und irgendwie Mhm. auch unvergleichbar, so mit anderen, zumindest Städten aus Deutschland, würde ich mal Ja, sagen. Ne? ja, Also es ist ja architektonisch und so schon anders als bei uns. Deswegen, ich würde da total gerne mal hin. ja. Kann man da nicht sogar auch mit dem Zug hinfahren? Ich glaube, dass das Es geht. gibt doch eine Mhm. Mhm. Zugverbindung, oder? Gibt's nicht so Paris-London oder so, eine Ja, Zugstrecke das sogar? kann sein, Boah, irgendwie bin so. ich mir jetzt nicht sicher, aber oder auch von
von Deutschland aus. Irgendwie geht's bestimmt. Kann ich mal Ja. recherchieren. Ja, aber also hätte ich mal voll Lust drauf. Ja. Ja, sehr gut. Was ist denn so, wenn wir jetzt generell über Reisen und Urlaub und so sprechen? Wie stellst du dir denn deinen perfekten Urlaub vor? Also ist das wirklich so eine Städtereise oder bist du irgendwo am Strand oder magst du total gerne Action Mhm. und Abenteuer? Also ich glaube, so mein perfekter Urlaub wäre eine Mischung aus allem. Aha. Also, dass man ja, ich wollte gerade sagen, ich bin nicht der Typ für All-Inclusive-Urlaub, aber Ja. um ehrlich zu sein, hätte ich da jetzt auch nicht so Ja, okay. Sache Urlaub. Ja. Ne, aber ich ich habe noch nie All-Inclusive-Urlaub gemacht, soweit ich weiß. Also so diesen klassischen All-Inclusive-Urlaub, wo man irgendwie in so einer Hotelanlage ist und, diese dann auch gar nicht verlässt, sondern irgendwie Ja. nur im Hotel ist und am Strand oder am Pool oder so. Das habe ich noch nie gemacht, deswegen kann ich es auch nicht beurteilen, ob's was für Mhm. mich wäre oder nicht. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, mag ich schon einfach eine Mischung aus Erholung und Entspannung im Sinne von am Pool liegen oder am Meer sein, Mhm. aber auch so 'n bisschen was sehen und so 'n bisschen Action. Also, ich brauche jetzt, kein großes Abenteuer so. Mhm. Also, ich muss jetzt nicht Wasserski fahren oder keine Ahnung, aber, ja, so halt bisschen Städte besichtigen. Mhm. Was ich ja auch total liebe, ist einfach in Supermärkte in anderen Ländern zu gehen. Ja, generell das Essen dort. Ja. Ja, also so 'n bisschen die Mischung. Ist bei Mhm. dir wahrscheinlich ähnlich, oder? Ja, voll. Ich habe grade auch beim Essen, musste ich schmunzeln, weil da bin ich genauso. Also, das ist Ja. eigentlich das Erste, was ich mache, wenn ich in 'nem anderen Land bin. Ich gehe erst mal in den Supermarkt und gucke, Ja. was essen die denn dort? Was gibt's denn da Gutes zu Mhm. essen? Also, das mag ich total gern. Aber auch so, was du beschrieben hast. Also, wir haben ja auch 'nen Hund und deswegen, bin ich inzwischen gar nicht mehr so, dass ich sage, ich muss ewig lang in der Großstadt sein. Also, ich schaue mir das gern an, vielleicht für einen Tag oder Ja. so, aber nicht so wie früher. Also, früher war ich eigentlich fast immer in großen Städten und wollte alles sehen. Mittlerweile ist mir das echt 'n bisschen auch zu viel geworden, merke ich. Also, wahrscheinlich werde ich einfach älter. Aber es ist halt auch für den Hund jetzt irgendwie viel cooler, wenn man irgendwo am Strand lang fetzen kann und, die Natur hat oder in den Bergen sein kann oder so. Ja. Also, so was mag ich einfach total gerne. Ja, voll. Also, deswegen meine ich auch, dass es so in meiner Fantasie wäre das der perfekte Urlaub, aber die Realität sieht ja irgendwie auch aktuell anders aus. Also, Mhm. ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie auch nicht vorstellen, 'nen Städtetrip zu machen mit Hund, weil Ja. das, glaube ich, auch alles einfach 'n bisschen überfordernd wäre. Jetzt sind unsere Hunde einfach noch zu jung dafür. Zu jung, genau, genau. Deswegen aber ich habe damit auch überhaupt kein Problem, ehrlich gesagt, sondern ich liebe es ja auch, in der Natur zu sein und, so wie du letztens irgendwie in Polen warst, am Mhm. Meer, so, Ja. ähm, oder selbst in Österreich in irgendwelchen Hütten zu sein und wandern zu gehen Mhm. und so. Also, das ist für mich eigentlich schon d perfekt, Ja. so wie es ist. Ja. Hast du denn eigentlich irgendein Ziel, wo du sagst, da willst du unbedingt noch mal hin? Also, irgendein Land, wo du sagst: „Boah, da muss ich hin, das muss man gesehen haben?“ Also, meinst du so, wenn also was Realistisches oder so, wenn Geld und Zeit und Hund und so keine Rolle spielen würde? Beides. Erst mal was realistisch. Okay, ja, also was ich würde total gern, mal nach Slowenien. Ah. Ich war mal in Ljubljana, aber Aha. generell würde ich einfach noch mehr dort auch in die Natur, also das war jetzt so 'n Mhm. Städtetrip, aber, mal so in die Natur, weil ich da auch sehr viel Schönes gehört habe und auch Ja. Polen zum Mhm. Beispiel. Ähm, und auch so 'n bisschen Urlaub im eigenen Land zu machen. Ich war in super vielen deutschen Städten auch einfach noch nicht. Also auch da hätte ich irgendwie mal Lust drauf. Auch Mhm. die Vielseitigkeit oder Vielfältigkeit so von Vielfalt von, Deutschland, Mhm. irgendwie zu erleben so. Aber das ist jetzt irgendwie auch was, wo ich sage, ja, das ist jetzt nicht so Der der Brenner. genau, ja, genau. Aber ansonsten so 'n Traum von mir ist schon noch Südamerika, muss ich Mhm. sagen. Also, dass ich da gerne mal hin wollen würde, so Argentinien, Chile, auch Brasilien oder so. Also, Mhm. das würde mich schon noch mal interessieren. Mhm. Genau, aber ja, das ist halt nicht machbar mit Hund. Ja. Also, außer man gibt den Hund dann in der Zeit kann er zu euch kommen. Genau, ne, aber ne, Ja, so oder? Wie ist bei dir? ja.
Boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also, es gibt so Ja, viel, was ich sehen will. ja. Ich habe gerade auch, wo du gesagt hast, Chile und sowas, also Südamerika, ich hatte ja immer den Traum, mit einem Bus Mhm. zu fahren, also so einen Van, so 'n Campervan, so von Patagonien bis ganz hoch, bis nach Mhm. Mexiko, im besten Fall irgendwie noch in die USA. Mhm. Hm, was jetzt auch nicht, also, na ja, realistisch könnte es schon sein, theoretisch, aber eben jetzt auch nicht in unserer Situation Ja. aktuell. Das dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Also, sowas stelle ich mir total schön Ja. vor, generell Südamerika, 'n Traum, glaube ich. Und Skandinavien. Ich habe Ja. total vergessen, so allein Dänemark, Schweden, Norwegen. Mhm. Boah, da würde ich so gerne mal hin. Ja, Und voll. das finde ich aber irgendwie noch realistischer, ehrlich gesagt, als jetzt Südamerika. Auch so, weil's Irgendwie dir vielleicht auch schon. näher ist, Das ne? ist irgendwie näher, ja genau. Man könnte jetzt zum Beispiel nach Dänemark oder sowas kann man ja auch mit dem Auto fahren oder Mhm. dann mit einer Fähre oder sowas weiter. Mhm. Hm, Also, auch auch hundefreundlich. hundefreundlich, ja, voll. Mhm. Also, das könnte ich mir noch eher Ja. vorstellen. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie du auf gar keinen Fall Urlaub machen möchtest? Du hast so ein bisschen angesprochen, das mit All Inclusive. Mhm. Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst so: „Boah, wenn dich da jetzt jemand einladen würde zu einem Urlaub, du würdest ablehnen, weil du sagst: „Ne, das ist gar nicht mein Ding?'" Kreuzfahrt. Kreuzfahrten. Ah, okay, ja. Mhm. Glaube ich. Also 'ne Kreuzfahrt. Ich meine, ich, kann den Punkt schon irgendwie nachvollziehen, warum Menschen so was gerne machen. Für mich persönlich ist es aktuell zumindest irgendwie nichts. Also, zum einen mag ich Wasser nicht. Mir Mhm. ist es irgendwie unheimlich und die Vorstellung also, ich meine, es gibt physikalische Erklärungen dafür, warum so ein riesiges Schiff nicht untergeht, aber Ja, so ja. das verstehe ich nicht und das finde ich irgendwie gruselig und ich bin jetzt nicht so die Wasserratte. Also, ich Mhm. mag Wasser nicht so, offene Gewässer. Ähm und zum anderen ist es auch 'ne Art von Urlaub, die ich mir nicht so gut vorstellen kann. Also, dass man da halt auch wenig flexibel ist, dass Mhm. alles halt sehr durchgetaktet ist. Mhm. Wenn man so Städtereisen oder so stelle ich mir vielleicht ist die Realität irgendwie auch anders, aber so wie es ich kenne aus Erzählungen, macht man dann da so Städteführungen mit und man sieht dann an einem Tag irgendwie wahnsinnig viel und halt nur die Touri-Hotspots sozusagen. Was jetzt auch nicht meins ist, wenn ich Städte besuche, dann klar schaut man sich in Paris den Eiffelturm an oder so, Mhm. aber dann möchte man ja irgendwie auch so die authentischen Viertel in der Stadt irgendwie, Mhm. kennenlernen. Ähm, und 'n dritter Aspekt ist für mich auch, dass es einfach wahnsinnig Ja. klimaunfreundlich ist so. Also, ja, und Mhm. das vertrete ich nicht. Deswegen, Ja. ja, wäre das für mich irgendwie auch keine Option so. Ja, da hast du recht. Ich finde es total schade irgendwie, weil ich würde voll gerne 'ne Kreuzfahrt machen. Also, ich stelle mir das richtig cool vor irgendwie. Ich Mhm. finde es so faszinierend, wenn man irgendwo in der Stadt ist, wo 'n Hafen ist und man sieht dann, wie diese riesengroßen Schiffe da einlaufen und, ich denke mir immer: „Boah, ich will auch mal auf so 'n riesengroßes Mhm. Schiff." Und ich glaube auch das, was du gesagt hast, so, dass man nicht so viel sieht Quatsch, dass man halt nur die Touristensachen sieht, so, das würde mich gar nicht so sehr stören. Aber für mich ist es tatsächlich auch du kannst es nicht verantworten heutzutage. Mhm. Also, was Umwelt Schutz betrifft, finde Ja. ich, kann man das eigentlich nicht bringen in der heutigen Zeit, Mhm. was ich sehr schade finde. Aber Ja. es gibt ja zum Glück viele andere Möglichkeiten. Ja, voll. Und ansonsten bin ich da irgendwie schon sehr also, ist mir dann irgendwie egal, ob Hotel oder es gibt ja auch Ferienwohnungen Mhm. oder Zelten. Wir haben früher als Mhm. Familie immer Campingurlaub gemacht Ja, oder so was. Das liebe ich total. ja. Also, ich brauche kein Luxushotel oder so was. Gib mir 'n Zelt und ich bin glücklich. Mhm. Noch. Ich meine, das ändert sich vielleicht auch Ja, irgendwann wieder, aber ja. ja, cool. Hast du denn für diesen Sommer Pläne? Erzähl doch mal. Ne, tatsächlich nicht. Also, noch keine festen Pläne. Mhm. Also, natürlich habe ich irgendwie vor, in den Urlaub zu fahren, vielleicht jetzt auch, in der nächsten Zeit mal für ein verlängertes Wochenende oder so nach Österreich, Mhm. einfach um wandern zu gehen, um das zu machen, was auch, dem Hund Freude bereitet und seinen Menschen. Ja. Ähm, und ja, später im Jahr würde ich schon auch gerne noch mal ans Meer. Und da ist es ja von unserem Standort aus immer einfacher, nach Italien runterzufahren Mhm. als, in den Norden von Deutschland. Aber irgendwie würde ich gerne vielleicht an die Ostsee Ja. oder so. Aber da ist noch nichts geplant. Also, das ist dann irgendwie halbwegs spontan. Mhm. Und bei euch? Ja, bei uns ist dieses Jahr der Urlaub 'n bisschen anders. Mhm. Also, das Baby ist ja nicht mehr weit weg. Ja, Das heißt, dieser Sommer wird auf jeden Fall, zu Hause verbracht. Dieses Jahr ist uns auch nix geplant. ja. Vielleicht irgendwas Kleineres, wenn das Baby dann 'n bisschen älter ist, Mhm. dass man nach Österreich fährt oder so. Ja. Aber ja, nächstes Jahr dann. Ja. Genau. Okay.
Dann lasst uns doch gerne mal wissen. Erzähl doch mal, wie verbringst denn du gerne deinen Urlaub? Hast du vielleicht für diesen Sommer Pläne? Hast du was geplant oder hast du gerade erst eine spannende Reise hinter dir? Dann erzähl uns davon. Absolut. Genau. Und jetzt hast du die Möglichkeit, noch ein paar Quizfragen zu beantworten, damit du dich testen kannst, wie gut du alles verstanden hast. Und natürlich kannst du dir die besagte Liste mit dem Urlaubswortschatz kostenlos downloaden. Schau dazu einfach in die Videobeschreibung, da findest du den Link zum Download. Und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du unseren Kanal abonnierst, dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder.